Du willst auf YouTube Keywords finden, weißt aber nicht, wie du es richtig anstellen sollst? Dann kann ich dir nur sagen, mir ging es nicht anders. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Pierre von der Feed Generation und ja, das größte Problem ist halt, als Affiliate weiß man einfach nicht, wo man so richtig anfangen soll, und das meiste oder das größte Problem liegt daran, dass man einfach nicht weiß, nach was die Leute eigentlich suchen. Da wird auf irgendwelchen Foren, in Gruppen und sonstiges die Affiliate-Links geteilt und es reagiert keiner groß drauf, und wenn, klicken sie nur nach und gucken mal da, und ja, mit Glück kommt ein Zufallskauf zustande, ansonsten basiert in der Richtung hin gar nichts, weil Affiliate-Marketing ist nicht Spam-Marketing, indem man halt am meisten spammt die ganzen Links, sondern, ja, wie der Name schon sagt, es ist Marketing. Und dahinter steht sozusagen, dass man erstmal weiß, was das Problem der Leute da draußen ist. Man muss die Probleme erstmal herausfinden und diese Probleme sozusagen dann lösen, indem man sozusagen sich hineinversetzt, Storytelling macht und dann den Leuten sozusagen den Mehrwert bietet, um eine Problemlösung wieder den Menschen zu geben oder beziehungsweise dann dein Produkt anzubieten, um dieses Problem, was sie haben, oder diesen Schmerz halt loszuwerden. Und ja, was braucht man dafür? Normalerweise das Wichtigste ist eine Keyword-Analyse. Das ist eigentlich der Punkt, wo du wirklich starten solltest. Nichts mit anderem irgendwie, sondern einfach eine Keyword-Analyse. Finde das Problem der Leute da draußen. Und 95% der Menschen beginnen mit einer Suche auf Google, Amazon oder YouTube. Das sind nicht irgendwelche sozialen Medien oder Plattformen, es sind halt wirklich nur Google, Amazon, YouTube. Da kommen die meisten Suchbegriffe, da sind es relevante Begriffe, und diese Keywords müssen wir natürlich noch herausfinden, was gesucht wird. Und dementsprechend kann man natürlich dann halt auch eine Keyword-Analyse starten und demzufolge auch dann diesen Mehrwert bringen, um den Leuten sozusagen weiterzuhelfen, um diese Probleme zu lösen. Und ja, ich nutze natürlich auch YouTube Suggest, um relevante Keywords zu finden, weil das Wichtigste ist wirklich, Google ist auf jeden Fall richtig genial, das zu nutzen, wer das also wirklich machen möchte. Es ist nicht verkehrt, das gehört eins zu den 3 essentiellen Plattformen, die man nutzen sollte, genauso wie Amazon. Aber das, was wirklich mit richtig guten Millionen Zugriffen vonstatten geht, das ist halt YouTube. Auf YouTube kommen wirklich so viele Leute und die suchen nach Problemen, die wollen irgendwelche Handwerkertipps, die wollen wissen, wie sie ihren Hund irgendwie trainieren können oder Befehle machen können, oder wollen halt irgendwelche Lehrvideos oder Erklärvideos, wie irgendwas funktioniert, irgendwelche Reviews über Tools, um sich wirklich sicher zu sein, wie was funktioniert oder was das überhaupt, was dahinter steckt. Und ja, auf jeden Fall, YouTube ist wirklich eine mächtige Plattform mit 40 Millionen täglichen Zugriffen. Und du kannst dir sozusagen digitale Mitarbeiter erstellen in der Hinsicht. Du erstellst dir Videos und die arbeiten für dich 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und das muss man sich erstmal überlegen. Man erstellt wirklich ein Video nach dem anderen, löst die Probleme, verlinkt in den Videos auf Affiliate-Produkte oder Dienstleistungen, und du wirst sehen, du wirst wesentlich schneller etwas erreichen und erfolgreicher werden im Affiliate-Marketing als auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen oder Kanälen. Und es ist natürlich wirklich wichtig herauszufinden, was für Probleme da draußen herrschen und die Keywords halt zu finden. Deswegen ist das A und O die Keyword-Recherche. Das ist das, womit wir uns beschäftigen müssen. Auch diverse andere Tools wie der Google Planner, die spuckt natürlich auch ungenaue Angaben aus. Das hier, wie gesagt, wenn man den so kostenlos nutzt, damals war das sozusagen alles freigeschalten, dann hatten die das alles umgeändert, und wenn du jetzt den Google Ads Keyword Planner nutzt, dann hast du nur ungenaue, also beziehungsweise ungefähre Angaben, was gesucht wird. Und das wiederum ist jetzt nicht so ideal dafür. Von daher müsstest du erst eine Anzeige schalten, machst für 1 Euro, schaltest du eine Ads-Anzeige, richtest natürlich dieses ganze Konto ein, verknüpfst das mit deinem YouTube-Kanal. Sobald du da deine Anzeige sozusagen mal für 1 Euro laufen gelassen hast, dann werden die relevanten, also die richtigen Zahlen freigeschalten, und dann hast du nicht mehr ungefähre Werte. Aber wie gesagt, du müsstest halt erstmal eine Anzeige schalten.
um ja, da erstmal überhaupt was zu sehen. Vorher kannst du das alles vorher vergessen, ne? Das bringt nicht wirklich was. Das ist sinnlos, ne? Man steuert da im Dunkeln rum und von daher ist das Tool natürlich auch nicht so ideal. Auch für YouTube da jetzt was zu finden ist schwierig. Ja. Und durch ein grandioses, kostenloses Online-Training, was über Keyword-Analyse handelte, dieses habe ich natürlich dir mal hier unter diesem Video verlinkt. Da kannst du dich halt anmelden, ne? Klickst unten auf den Button, meldest dich zum Training an und das ist auf jeden Fall, da geht es direkt um Keyword-Analyse, dieser Content darin, also da habe ich auch die ganzen Informationen mit. Das ist echt gewaltig, ne? Was du dort alles erfährst und das natürlich kostenlos, das ist wirklich krass. Da gibt's natürlich am Ende noch eine Excel-Vorlage und ein Buch im Wert von 69 € dazu als Download, ne? Kostenlos natürlich. Also auf jeden Fall melde dich mit an unten, ich verlinke dir die ganze Sache und siehst du einfach an. Nimm was zum Schreiben mit, schreib dir alles auf, was du da drin hörst und siehst. Es ist richtig cool. Und über diesen Online-Kurs wurde ich natürlich auch auf dieses Tool Seecockpit aufmerksam gemacht. Also ich kannte es schon vorher, habe mir das natürlich dort auch nochmal näher angeschaut, weil es natürlich darüber auch nochmal ging um die ganze Sache. Und ja, Seecockpit ist halt ein außergewöhnliches Keyword-Analyse-Tool und es greift halt ebenfalls auf den Google Keyword Planner zu. Zeigt neben Suchvolumen und Keywords auch jegliche weitere Werte auf, ne? Wie zum Beispiel Konkurrenzanalyse zu jedem Begriff, enthaltene Keywords in Titel auf jeweiligen Webseiten, News, Maps, Bilder, YouTube-Videos, AdSense, Amazon-Auswertung und vieles mehr. Und dieses Wahnsinnstool möchte ich dir gleich mal vorstellen, damit du halt eine schnelle Keyword-Recherche für deine YouTube-Videos durchführen kannst. Denn das wiederum verspricht dir Top-Platzierung bei YouTube und qualifizierten Traffic auf deine Videos. Und so sieht der Aufbau aus und wir gehen jetzt in das Tool hinein. So, hier befinden wir uns im Seecockpit von Swissmade Marketing und hier habe ich zwei Tools für mich freigeschalten und zwar einmal den Seecockpit selbst, das ist sozusagen die Google-Suche, ne? Da kann man natürlich alles mögliche über Google suchen und den YouTube-Cockpit, ne? Das ist das, worum es eigentlich geht in diesem Video. Hier haben wir natürlich jetzt ein Problem, dass ich nur 10 Keywords am Tag suchen kann in meiner Version. Habe natürlich schon 15 gesucht. Ich weiß natürlich nicht, wie das möglich ist. Auf jeden Fall, ja, wird sich natürlich das dann wieder resetten, wenn es soweit ist. Und ja, daher kann ich jetzt keine direkte Suche hier über YouTube Cockpit vorführen. Aber das gleiche, wie es hier aufgebaut ist, ist im Seecockpit aufgebaut. Und von daher sind nur halt andere Suchmechanismen dann drin. Aber das greift trotzdem alles ineinander und ja, wie gesagt, YouTube und Google, die gehören ja zusammen und von daher werden auch die Informationen ja miteinander hin und her gespielt. Von daher ist das jetzt nicht so wild. Und wir starten direkt über Seecockpit mal kurz eine kleine Suche. Wir geben hier ein neues Keyword ein, zum Beispiel Hundetraining. Dann haben wir hier sozusagen schon ein paar Vorschläge, was jetzt in der Google-Suche sozusagen angezeigt werden würde. Und da gehen wir halt direkt auf Hundetraining. Das ist jetzt unser Keyword. Ne? Ein Longtail-Keyword wäre zum Beispiel, das wäre jetzt mittleres Keyword und das hier Hundetraining mit Martin Ritter. Das ist natürlich ein Longtail-Keyword und diese natürlich weniger umkämpft. Es gibt weniger Konkurrenz. Die Suchanfragen sind dafür auch weniger, aber dafür sind die viel hochqualifizierter, um halt wirklich Kaufabschlüsse beziehungsweise Produktverkäufe zu ermöglichen. Ne? Je nachdem, welche Nische, welches Keyword das ist und worum es geht, wenn jetzt irgendwas mit Kaufen zu tun hat, das ist auf jeden Fall schon mal hochinteressant und man kann die Sache näher betrachten. Ne? Wenn da nur 50 Suchanfragen im Monat sind und man rankt zum Beispiel auf Google, hier ist es ja Google jetzt, auf Platz 1 und diese 50 Leute oder die streuen zwar immer noch, aber wenn du halt schon 10 Leute hast, die sich dann auf deinen Blog, auf deine Webseite verirren, sage ich jetzt mal, beziehungsweise über die Suche durch die Keywords auf dich gestoßen sind, finden das natürlich sehr interessant, haben eine Problemlösung bekommen und kaufen natürlich dann dein Hundetraining zum Beispiel. Ja, das war natürlich auf jeden Fall sehr interessant, so ein langes Longtail-Keyword. Ne? Da machst du wesentlich mehr Verkäufe und hast ja nicht so schnell den Frust. Ne? Jetzt geben wir zum Beispiel mal ein Hundetraining. Sprache lassen wir Deutsch, alle Länder und Gebiete. Ne? Und ja, hier, wie gesagt, Google Ads
Synonyme haben wir drin. Ja, in einer anderen Version wären jetzt ja noch mehr Möglichkeiten, die man sozusagen ja aktivieren könnte. Aber das, wie gesagt, reicht völlig aus. Jetzt gehen wir auf Speichern und Schließen. Jetzt sucht das Tool bis zu 100 oder 200, je nachdem. Das ist ja noch begrenzt. Ne? Also bei dieser Version ist es bis zu 100 Keywords pro Suchanfrage. In der nächsten Version wären es schon bis 1000 Keywords pro Suchanfrage, weil da natürlich auch noch viel mehr freigeschalten ist, was im Hintergrund dann sucht und macht und auswertet. Und ja, wie gesagt, auch das reicht vollkommen aus. Na, da braucht man nicht sonst was für Deluxe-Versionen, weil hier zum Beispiel, ne, das hier ist jetzt mit einem Klick, sieht man alle möglichen Suchbegriffe, die jetzt bei Seecockpit eingegeben werden, beziehungsweise nicht Seecockpit, sondern bei der Google-Suche eingegeben werden. Ne? Und er sucht natürlich immer noch, ist noch nicht fertig. Unser Keyword ist natürlich Hundetraining. Wenn wir jetzt zu Google gehen und geben jetzt Hundetraining ein, Hundetraining, dann haben wir Hundetraining hier, Hundetraining Leipzig, Hundetraining mit Martin Ritter. Das ist natürlich auch das gewesen, was hier oben in der Zeile zuerst drin war. Ne? Und zu Hundetraining, wie gesagt, hier ist hier wird automatisch sozusagen mit der Konkurrenz, die auf dem Markt ist und die ganzen Webseiten, die sozusagen gegeneinander konkurrieren, da haben wir hier diesen Balken. Je höher der Balken ist, umso schwieriger ist es, dass man mit diesem Keyword rankt, ne? Weil wirklich die Konkurrenz so stark ist. Hier hat man natürlich dann das Suchvolumen, was monatlich gesucht wird. Und hier ist natürlich dann, wie profitabel die ganze Sache ist, wenn man wirklich, oder wie leicht es ist, auf diesen Keyword zu ranken im Verhältnis, wie viel gesucht wird und wie viel Konkurrenz ist. Ne? Also Hundeschule, deswegen ist hier auch dieser kleine Icon davor. Das ist wirklich ein sehr interessantes Keyword, was man ja sich näher angucken sollte, aber das ist halt natürlich kein Longtail-Keyword. Ne? Das ist halt wirklich nur ein einziges Wort, das wird wirklich viel gesucht, aber man kann natürlich das ausbauen, indem man dann halt expandiert mit den Keywords. Aber jetzt aktuell muss ich natürlich noch kurz warten, bis jetzt hier die Suche fertig ist. Da müssen wir noch eine Minute, denke ich mal, warten. Ich hoffe, die Zeit habt ihr noch schnell. Ja, jetzt sind es ja schon mittlerweile 13 Minuten. Sorry, dass es so lange dauert, aber wie gesagt, ich möchte euch das ja mal kurz zeigen, damit ihr überhaupt wisst, was das hier ist. Und gut, jetzt kam schon das nächste dazu. Siehst du, hier haben wir ein 122% ideale Nische für Hundetraining Ausbildung. Ne? Wenn du zum Beispiel jetzt selber einen Kurs anbietest oder du selber jetzt zum Beispiel eine Hundeschule hast und du möchtest natürlich mit deiner Seite dann unter Hundetraining Ausbildung ranken, dann hast du hier eine Suchanfrage monatlich von 5.400 Leuten, kaum Konkurrenz, hast eine sehr hohe Chance, dass du wirklich auf Platz 1 kommst. Und wir können natürlich auch mal hier auf diese Hundetraining-Ausbildung gehen mit Doppelklick. Kommen wir sozusagen in die ganze Sache da hinten rein und da sehen wir mit einem Hieb, welche Seiten auf Platz 1 sind. Ne? Zum Beispiel Traumberuf, Hundetrainer, Martin Ritter, Docs. Ne? Das ist sozusagen hier Hundetrainer hat er sich genannt. Hier natürlich sieht man natürlich auch, wie zum Beispiel dieses Keyword mit eingebaut wurde. Ne? Das Keyword, das sollte hier im Titel drinne stehen, es sollte in der URL mit drinne stehen. Und ja, wie gesagt, hier kannst du das sehen, hier steht nichts von dem so drinne, wie es gesucht wird. Von daher ist es natürlich auch schwieriger für ihn jetzt, also beziehungsweise auch für dich jetzt einfacher zum Beispiel, wenn du darauf ranken würdest. Ne? Wenn du jetzt Hundetraining Ausbildung hier so reinschreibst, ne? Hundetraining Ausbildung, so wie das Keyword eingegeben wird bei Google, hier zum Beispiel dann deine normale Domain hast und dann zum Beispiel einen Blogbeitrag, der mit dem Titel dann anfängt, Hundetraining, Ausbildung, ja, irgendwie was noch, ne? Dann hast du zum Beispiel hier bei Titel ein Häkchen drinne, wie hier, ne? Da hat hier Hundetraining drinne stehen, Ausbildung, und deswegen hat er hier dafür ein Häkchen bekommen und in der Domain steht es natürlich nicht drin, da steht nur Hundetraining drin, aber nicht Hundetraining Ausbildung. Hätte er noch Ausbildung dahinter geschrieben, hätte er natürlich noch einen Haken mehr bekommen in seiner URL.
Das ist die hier hinten, ne? Und wenn du hier vorne in der Domain noch drin stehen hast, Hundetraining, Ausbildung, dann würdest du halt alle 3 Haken haben und du würdest natürlich sehr hoch gepusht werden von Google, weil das sehr relevant ist zu diesem Keyword, ne, von diesem mittleren Keyword. Und hier die Werte sagen natürlich auch, wenn die grün sind, ist es halt relativ einfach dort zu ranken. Je rötlicher die sind oder gelb oder rötlich, umso schwieriger wird's, ne. Weiter unten hier siehst du natürlich noch dann Google Trend. Also hier gibt's keinen Trend aktuell. Ansonsten würde hier jetzt noch der Trend da stehen, von den letzten 12 Monaten. Das gibt natürlich nochmal Ausschluss oder Aufschluss auf die ganze Sache, wie interessant dieses Keyword jetzt ist, ne? Wenn es gerade um Parfüm geht oder irgendwas. Ich denke mal, weil das jetzt schon also Richtung Longtail-Keyword geht, ist es nicht so relevant für, also nicht so viele Daten gibt es dafür, aber wenn wir bei Hundeschule direkt reingehen, wird es wahrscheinlich einen Trend geben. Genau, Hundeschule, da sieht man zum Beispiel, wie oft im Prozent, also im Verhältnis von Monat zu Monat gesucht wird, ne? Also hier zum Beispiel letztes Jahr, vom 1. bis 7. März 2020, da war, Hundeschule waren nur 7%, ne, was so der Trend war, aber das stieg ja dann immer so. Also es ist wirklich immer so, immer ein bisschen schwankend die ganze Sache. Also es ist soweit okay, das Suchvolumen ist immer recht, so ein Mittelding, sagen wir mal so ein niedrig bis mittlere Sache. Aber das ist ja schon mal interessant zu wissen, dass das, wie gesagt, das ganze Jahr immer mal wieder so gesucht wird. Ist nicht super, ne? Es geht immer besser, aber es ist besser wie gar keine Daten, ne? Wenn gar nichts da steht, dann gibt es natürlich auch kaum Rückschlüsse und weniger Suchanfragen. Das kann man natürlich auch alles mit einem Schlag sehen. Du kannst natürlich dann auch hier, machen wir die nochmal zu hier. Du kannst natürlich auch die Nische hier, kannst das ja alles abändern, wo weniger Suchvolumen ist und kannst die ganze Sache auch von den Suchanfragen abändern. Du kannst ja alle möglichen Filter mit einsetzen. Du kannst, wie gesagt, hier News, Shopping, Videos, Images und du kannst bei Amazon, YouTube-Videos, eBay, das kannst du alles hier mit reinnehmen. Oder wie viel tägliche Besucher von Platz 1 bis 3 zum Beispiel bei Google sind, ne, wie viele Besucher die so erhalten pro Tag. Müsste ich jetzt hier umschwenken, da sehen wir hier zum Beispiel, hier gibt's Bilder, ne, bei Hundeschule in der Nähe gibt's hier Bilder. Hier gibt's für Amazon Produkte bei Hundetraining, ne, das ist natürlich auch interessant für Amazon noch. Hier gibt's YouTube-Videos zu Hundetraining selber. Und ja, also es ist wirklich, du kannst mit einem Klick, werden hier hunderte Möglichkeiten gegeben an Keywords und danach kannst du natürlich deinen Blog ausbauen. Da kannst du natürlich auch auf YouTube, ne, hier geht's ja wie gesagt um YouTube, kannst die ganze Sache auf YouTube sozusagen dann integrieren deine Videos und du hast immer wieder neue Vorschläge, was du so für Videos drehen könntest und bringst die ganze Sache dann sozusagen auf den Punkt und sagst halt, dass unter deinem Video zum Beispiel der Link zu deiner Webseite ist oder zu deiner Anmeldung für Hundetraining oder was weiß ich was für ein Produkt. Du kannst ja alles Mögliche machen. Und das war's jetzt auch. Du kannst natürlich unter diesem Video hier nochmal in dieses Online-Training dich anmelden. Es ist wirklich hochgradig interessant. Du bekommst, wie gesagt, eine Excel-Vorlage dazu, ein Buch im Wert von 69 € und das alles kostenlos zum Download. Wenn du das Ganze, wie gesagt, bis zum Ende mit durchziehst und halt dran bleibst an der ganzen Sache, es ist wirklich sehr interessant und es wird sich auf jeden Fall für dich lohnen mit Aha-Effekt. Ne? Von daher melde dich gerne an. Wenn du natürlich auch in dieses Tool mal reinschnuppern möchtest, dann verlinke ich natürlich hier unten auch nochmal. Kannst du draufklicken und kommst direkt dann auf die Seite von Swissmade Marketing, wo du dich halt nochmal ein bisschen näher informieren kannst.